Guten Tag, mein Name ist Endrul Franke. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Listen und Etikettenvorlagen in Time-Sensor Legal erstellen und bearbeiten. Dieses Video gehört zur Reihe Erstellung von Vorlagen. Sie brauchen aber die anderen Videos nicht gesehen zu haben, um dieses hier zu verstehen. So, ich werde mit den Vorlagen für Listen beginnen. Wenn Sie an den Vorlagen für Etiketten interessiert sind, können Sie gerne äh, weiter nach vorne springen im Video. Es gibt auch Zeitstempel auf diesem Video, damit Sie die Stelle, die Sie suchen, schnell finden. Und eben, Sie brauchen diesen Teil der Listen nicht gesehen zu haben, um eben den Teil der Etiketten zu verstehen. So, ich bin hier unter Adressen drin. Auf Mandanten bin ich gegangen. Und ich gehe jetzt hier mal auf das Druckersymbol. Da sehen Sie ja die Vorlagen, die ganz normalen For the Right Pro Vorlagen. Und hier weiter unten sehen Sie Typ, da gibt es auch Liste. Da gibt es auch schon vorgespeicherte eben Adresslisten oder Telefonlisten. Etiketten gibt es auch, Saldoliste. Wir möchten jetzt hier eine neue Liste machen, deshalb gehe ich hier aufs Zahnrad und klicke auf Neue Liste. Jetzt sind wir hier im Listeneditor. Wir haben hier neue Vorlage als Name, das möchten wir noch ändern. Wir nennen das jetzt Adressliste 2.0. Sie sehen hier die andere Adressliste, die hat die Spalten Name und Vorname, Zusatz, Straße 1, Straße 2 und Postleitzahl und Ort drin. Wir möchten das noch ein bisschen anders in dieser Adressliste 2.0. Wir möchten nur die Straße 1, also die Straße 2 brauchen wir nicht, und Zusatz brauchen wir auch nicht. Wir möchten aber noch die Anrede als Spalte drin haben, ganz vorne drin und zum Schluss noch das Land. Wie machen wir das? Also ich gehe hier zurück zu unserer Vorlage. Sie sehen, wir sind jetzt hier in der Haupttabelle Adressen drin. Das hat es ausgewählt, weil wir hier im Bereich Adressen drin sind. Wenn wir jetzt hier im Bereich Finanzen wären, unter Mandate, wäre hier eine andere Haupttabelle drin. Hier haben wir jetzt in dieser Haupttabelle Adressen haben wir die in der Regel für uns relevanten Daten drin, die wir in die Liste reinnehmen können. Als erstes habe ich gesagt, möchten wir die Anrede drin haben. Das habe ich jetzt mit einem Doppelklick hier reingenommen. Dann mache ich dasselbe mit Name und Vorname und mit Straße 1, Doppelklick und dann noch Postleitzahl. Hier wird es ein wenig anspruchsvoller. Wir möchten ja Postleitzahl und Ort in einer Spalte haben. Von dem her klicke ich jetzt hier nicht nochmal auf Ort, also das hier wäre falsch. Wir möchten es in einer Spalte haben. Was Sie jetzt hier aber sehen, wenn ich einen Doppelklick hier auf die oberste Zeile mache von Postleitzahl, sehen Sie hier die Formel. Dasselbe sehen Sie auch hier bei Ort, einfach eben für Ort, Adressen, Ort. Wie bringen wir das jetzt in eine Spalte? Also ich lösche erstmal diese Spalte hier. Ich habe Rechtsklick drauf gemacht und wähle jetzt hier diese Spalte löschen an, damit das entfernt wird und mache hier nochmal einen Doppelklick drauf. Wir möchten die Postleitzahl und hier dann im Anschluss gleich den Ort. Dazu muss ich jetzt sagen, dass eine neue Variable kommt oder nicht eine neue Variable, ein neuer Ausdruck, nämlich der Abstand vor dem Ort. Dann muss ich hier Anführungszeichen machen, damit Time-Sensor weiß oder For the Right weiß, dass hier ein Ausdruck kommt. Und hier kommt dann der Abstand rein zwischen diese Anführungszeichen. Dann kommt nochmal ein Plus. Und dann suchen wir hier links in der Spalte noch Ort. Doppelklick, dann nimmt es das rein, sehen, dass hier ist der richtige Ausdruck und wir klicken auf OK. So,
Jetzt haben wir das hier drin. Wir möchten das noch entsprechend beschriften. Postleitzahl, Ort. Enter, das wollte ich jetzt nicht. So, wir müssen hier rausklicken. Und als letztes wollten wir noch das Land drin haben. Das Land haben wir hier leider in dieser Tabelle nicht drin. Wir haben nur die Land-ID. Klicken Sie aber nicht hier drauf, sonst haben Sie nur eine Nummer, eben die ID vom Land. Sie möchten hier auf alle Tabellen gehen und dann auf die Tabelle Länder und dann auf das Land klicken. So, dann haben Sie es. Ich bestätige das mal hier. Und wir gucken uns mal an, wie das ausschaut. Ich markiere hier einfach ein paar Datensätze, ein paar Adressen, klicke auf das Druckersymbol und wähle hier Adressliste 2.0 aus und klicke auf Drucken. Dann können wir hier eine PDF-Vorschau angucken. Das sieht jetzt so aus. Das ist schon gar nicht schlecht. Sie sehen, die Anrede ist hier drin. Name, Vorname, Straße, Postleitzahl und Ort und das Land. Wir möchten jetzt noch etwas in der Fuß- und Kopfzeile haben und wir möchten hier dem noch ein bisschen Farbe geben, damit es ein bisschen schöner ausschaut, ein bisschen übersichtlicher ausschaut. So, ich gehe hier noch mal rein und klicke auf Bearbeiten. Zu der Formatierung. Hier kann ich einfach einen Rechtsklick drauf machen. Mache ich das hier mal fett, Stil fett. So, und noch die Hintergrundfarbe. Pale Blue nehmen wir. So. Dann noch den Kopfteil. Da möchte ich in der Mitte, möchte ich eigentlich sozusagen wie einen Titel haben, Adressliste. Das möchten wir ein bisschen größer haben. Schriftgröße 18, fett. Okay. Fußteil möchten wir links, das Datum haben. Das machen wir mit der Variablen Hashtag D. In der Mitte möchten wir den Namen von unserer Kanzlei haben. Und dann rechts möchten wir die Seitenzahl haben. Das ist Hashtag P. Das alles darf klein sein. Ne, markieren müssen wir es gar nicht. Wir gehen hier auf 9 und klicken auch auf OK. So, gucken wir mal, wie das hier ausschaut. So, und das sieht schon gar nicht schlecht aus. Wenn wir jetzt noch wollen, dass das hier die volle Breite ausnützt, müssen wir noch eine kleine Einstellung ändern. Ich schließe das nochmal und bearbeite es nochmal. Wir machen hier einen Rechtsklick auf die Spalte und klicken hier automatische Breite nehmen wir weg. Automatische Breite nehmen wir hier bei jeder Spalte weg. Jetzt müssen wir gucken, dass das Ganze hier einfach reinpasst hier vor dieser Linie. Das ist nämlich unsere Begrenzung vom A4. Da machen wir das Ganze noch ein bisschen schmäler, damit das eben reinpasst. Okay. Und dann gucken wir uns das nochmal an. So, damit hätten wir es auch schon. So, kommen wir zu den Etiketten. Wie macht man Etiketten? Etiketten gehören auch zum Typ Liste und deshalb gehen wir jetzt hier auch auf
neue Liste und nennen das Etikette 3x7. Denn in dem Format möchten wir es haben. Das ist jetzt aber kein Quick Report, sondern eben Etiketten. Dann gehen wir hier auf den Editor und dann haben wir hier den Etiketten-Editor. Da haben wir zwei wichtige Fenster oder zwei wichtige Tabs, Etikett zum einen und Format zum anderen. Da sehen Sie, haben wir das jetzt im Format 2x7. Wir möchten aber 3x7 haben. So soll das nachher ausschauen. Und dann wechsle ich hier zurück zu Etikett und wähle hier ganz einfach an, wo ist es, Etikette Hauptadresse. Ziehe das hier rüber, platziere das und schaue, dass das mindestens 5 Zeilen hat, die Etikette Hauptadresse, und platziere das hier noch mittig. So, dann hätten wir das. Wir speichern das. Ich speichere jetzt das bei mir hier auf Dokumente ab und gebe dem noch einen intelligenten Namen. Etikette 3x7 sichern. Und dann muss ich es nur noch reinziehen. So, mit Importieren kann ich jetzt das entsprechende Dokument reinholen. Das war dieses hier, Etikette 3x7. Ich mache einen Doppelklick drauf und dann ist das hier drin. Ich klicke auf OK. Und wenn ich jetzt hier ein paar Kontakte anwähle, hier auf das Druckersymbol gehe und dann Etikette 3x7 anwähle, sieht das folgendermaßen aus. So, das passt uns noch nicht ganz. Wir möchten das jetzt noch in Arial haben, in einer etwas moderneren Schrift. Ich gehe hier zurück auf Bearbeiten. So, wenn ich hier bin, klicke ich nochmal auf den Editor. Ich klicke auf Öffnen, öffne diese hier, die Etikette, die wir abgespeichert haben. Und dann wähle ich mal diesen Ausdruck hier an und mache einen Rechtsklick drauf und klicke auf Schrift. Da ist jetzt Systemschrift normal drin. Wir möchten uns mal die Schriften anzeigen, die wir hier haben. Und klicke auf Arial, Standard 9, das ist gut. Okay, ich speichere das nochmal genau an die gleiche Stelle. Dokumente, Etikette 3x7. Dann werde ich das jetzt überschreiben. Dann schließe ich das hier, importiere das nochmal und wähle nochmal das hier aus. Dann haben wir das ersetzt und dann testen wir das Ganze. So, und jetzt haben wir das Ganze auch in Arial. Das war's zu dem Video. Bis zum nächsten Mal.